Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Video in Deutsch. Ich bin leider ein bisschen krank und hoffe, meine Stimme macht das ganze Video über mit. Wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, geht es heute um Time Tracking. Um genau zu sein, Time Tracking von Sprachen. Erstmal, dieses Video ist von niemandem gesponsert. Ich nutze einfach nur, was mir gerade taugt. Mein System ist vielleicht etwas aufwendiger als von den meisten anderen, aber für mich funktioniert es und das ist die Hauptsache. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch und für weitere ähnliche Inhalte, folgt mir doch gerne. Also, was nutze ich? Ich nutze insgesamt 4 verschiedene Anwendungen, welche alle irgendwie ineinander greifen. Also, fangen wir an. Als erstes mein Track-Prozess. Hierfür nutze ich nur zum Tracken selbst eine App und Desktop-Anwendung, die sich Toggle Track nennt. Toggle Track ist erstmal kostenlos, es gibt aber auch eine Pay-Version. Ich nutze sie ohne Pay-Version. Die App lässt dich die Zeit von verschiedenen Aktivitäten tracken. Es kann immer nur ein Eintrag aufgezeichnet werden, aber das sollte auch reichen. In ToggleTrack lassen sich mehrere Projekte und verschiedene Tags anlegen. Man könnte jetzt entweder pro Sprache ein Projekt anlegen oder es wie ich machen und die Sprachen runterbrechen auf verschiedene Bereiche. Also lesen, schreiben, sprechen, hören, Schrift, Grammatik, Vokabular und so weiter. Sobald das eingerichtet ist, kann man für jede Anwendung, welche man dafür nutzen möchte, eine Automation einbauen. Das geht bei iOS über Shortcuts und dann Automation. Bei der Desktop-Anwendung ist es in ToggleTrack unter Settings, dann unter Preferences. Ihr könnt auch einfach Steuerung und Komma drücken und dann unter Autotracker, wobei bei der Desktop-Anwendung leider nicht automatisch gestoppt wird. Bei Android bin ich noch am Testen, weil ich noch nicht so zufrieden bin mit den Automations-Apps, welche ich bisher gefunden bzw. getestet habe. Ich habe für mich an meinem Handy und an meinem Laptop mehrere Automationen eingebaut. Das bedeutet, dass wann immer ich eine bestimmte App oder Software aufmache, mein Toggle-Track anfängt, meine Zeit zu tracken. Und den Eintrag, auch eine Bezeichnung, ein Projekt und Tags gibt. Und ich muss nicht daran denken, den Eintrag zu starten oder zu stoppen, außer natürlich bei der Desktop-Version. Das gilt natürlich nur für Anwendungen und nicht für zum Beispiel ein physikalisches Buch. Aber es nimmt schon mal sehr viel ab. Wenn ihr dazu oder zu etwas anderem in diesem Video genaueres wissen wollt, schreibt mir doch gerne, dann mache ich daraus nochmal ein eigenes Video. Nachdem ich die Einträge erfasst habe, geht es weiter zur nächsten Anwendung. Google Sheets. Und ja, natürlich könnte man auch Excel oder Calc benutzen. Aber mit Google Sheets habe ich meine Tabelle automatisch auf allen meiner Geräte. Also, für was Google Sheets? Ich benutze Google Sheets, um jährlich meine Stundenziele zu planen und auch zu tracken. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass man die genauen Zeiten bekommt, also auf die Sekunden genau. Ich weiß, viele mögen dieses kleinkariert sein nicht, aber ich finde, ich schummle, wenn ich die Sekunden einfach auf oder abrunde. In meiner Tabelle gibt es eine Intro-Tabelle. Hier sind die Sprachen und die geplanten Zeiten. Die nächste relevante Tabelle ist Log. Hier werden die Toggle-Track-Einträge übertragen, ebenfalls mit einer Bezeichnung und mit einer Zugehörigkeit zu einem Bereich. In den nächsten Tabellen habe ich einfach die States für verschiedene Zeiträume.
jeweils mit Diagrammen versehen, welche einmal die Sprachen und einmal die Bereiche runterbrechen. Hier überprüfe ich, ob ich mit meinen Sprachen im Zeitplan liege oder nicht. Ich habe auch noch eine weitere Tabelle, in der ich mir einen Überblick über die Monate und Jahre verschaffe. So sehe ich, wann ich am meisten in welcher Sprache mache. Also quasi, wann ich am meisten Zeit für Sprachen habe. Was beim weiteren Plan sehr nützlich ist. So, weiter zur nächsten Anwendung. Notion. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was denn jetzt noch Notion? Ich habe doch schon in Google Sheets alles in einer Tabelle. Also, hier die Antwort. Ich habe in Notion ein Netz aus Datenbanken, die sich auf Sprachen beziehen. Unter anderem habe ich eine Datenbank, in der alle Sprachen erfasst sind und welche aus meiner Log-Datenbank die Gesamtzeit rauszieht und wann ich zum letzten Mal etwas für die Sprache gemacht habe. Zudem habe ich noch so etwas wie einen Ziele-Tracker und quasi einen Progress-Tracker, welche auch von den Bezeichnungen der Log-Einträge betroffen sind. Zusätzlich ist in der Log-Datenbank noch eine Checkbox für die letzte Anwendung in meinem System, nämlich für Polylogger. Diese Website ist für mich quasi Motivation. Ich übertrage meine Notion-Einträge im Polylogger und sehe währenddessen die Einträge von anderen, welchen ich folge. Und das ist zumindest für mich ein kleiner Ansporn, doch nochmal was zu machen. Oder auch für neue Quellen. Die meisten schreiben nämlich in die Bezeichnungen bei Polylogger die Quelle, die sie benutzt haben, rein. Und die kann ich mir dann vermerken und vielleicht irgendwann mal anschauen. Vor allem, wenn ich in einer Sprache festgefahren bin. So, jetzt ist langsam meine Stimme weg. Wenn euch das System gefallen hat, aber euch zu aufwendig für euch selbst ist, passt es für eure Bedürfnisse einfach an. Das ist das Ende des heutigen Videos. Wenn ihr ein Interesse an Sprachen und Ähnlichem habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt mich auch über Instagram oder Discord anschreiben und wir können jeder meiner Sprachen miteinander schreiben und sowas wie einen Sprachentausch machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.